Sailing Learning by Doing presents The Family, the Dead. a sailing story by the Campe family. Have you ever wished you'd just taken that risk and followed your dreams? In Lombok, we met an inspiring character who with his wife and kids did just that. In 1977, they sold the family home, built a steel yacht and set off on a 7-year circumnavigation of the world, visiting some of the most out-of-the-way places. The crew was Joachim, 39, Marie, 34, Silvestre, 11, Bartolome, 10, Letitia, 9, and Calixte, 5. Their schoolteacher Dagmar Heckel came with them. She was 31. The 13 episodes they made of their adventures made them the very first sailing vloggers. Now we go back in time. Here is their story. Seit 3 Jahren segelt unsere Familie auf dem Boot Saint-Michel. Im ersten Jahr überquerten wir den Nordatlantik, ankerten vor Neufundland und Labrador, segelten nach Mexiko, Belize, Honduras und nach Panama. Im zweiten Jahr kreuzten wir von den Galapagos-Inseln bis nach Alaska. Im dritten Jahr erreichten wir die Südsee. Auf dem Meer löst meine Frau Marie mich alle 3 Stunden am Steuerrad ab. Neben ihr im Cockpit sitzen unsere Kinder Bartolome, 13 Jahre, Letizia, 12 Jahre, Silvester, 14 Jahre und Calixte, 8 Jahre alt. Der Lehrer Christian, der uns durch Alaska begleitete, musste uns wegen einer Gelbsucht verlassen. Von Vancouver in British Columbia bis in die Marquesas steuerten wir durch den von Frühjahrssturm durchzogenen Pazifik. 33 Tage und 33 Nächte lautete unser Kurs Süd. Schlafmangel und Seekrankheit waren für die ganze Familie Tribut für die schnelle Überfahrt. Seit den Marquesas wehte ein beständiger Passatwind. Wir segelten vorbei an den vielen Atollen der Tuamotus bis nach Tahiti und weiter in Richtung Samoa. Wir befinden uns 14 Breitengrade in der südlichen Hemisphäre, auf dem 172. Längengrad West. Heute, am 20. September, ankern wir vor der Nordküste Sawais. Vor uns liegt das Land der Samoaner. Ich denke an Rogeven, Bougainville und La Perouse, die Entdecker dieser pazifischen Inselgruppen. Niemals werden wir die überwältigenden Eindrücke des Andersartigen so intensiv empfinden können wie diese Seeleute. Aber eine Ahnung von den ursprünglichen Polynesiern, das erhoffen wir uns von Savai'i, der Insel, die sich hinter diesen Brotfruchtbäumen und Palmen öffnet. In Apia, der Hauptstadt von Samoa auf der Nachbarinsel, erhielten wir nur zögernd die Genehmigung, auf Savai'i zu filmen. Wir wurden gebeten, uns rücksichtsvoll zu verhalten, besonders dem traditionellen Leben gegenüber. Vor uns liegt das Dorf Lelepa. Zum ersten Mal sehen wir die traditionellen Häuser der Polynesier, die Falés. Die offenen Häuser stehen jeweils auf einer Steinplattform, das Pandanusdach von Pfosten getragen. Als Schutz gegen Regen und Wind werden Flechtmatten aus Palmblättern an Kokosnussfaserschnüren zwischen den Pfosten herabgelassen. Wie lebt es sich in diesen offenen Häusern, ohne Wände und ohne Möbel? Wir fühlen uns aus den Häusern beobachtet. Heute ist Sonntag. Morgens und nachmittags wird in Lelepa protestantischer Gottesdienst abgehalten. Im Jahre 1830 landete der englische Missionar John Williams an dieser Küste. Für die London Missionary Society bekehrte er die Samoaner. Sehr bald wurde auch die Bibel übersetzt. Zusätzlich zum Kirchgang sammelt sich jede Familie in Lelepa abends zu einem intensiven Gemeinschaftsgebet. John Williams wurde 1830 mit dem Ausruf Papalangi begrüßt.
Papalangi bedeutet Himmelsdurchbrecher. Das weiße Segel des Missionars durchbrach damals den Horizont. Auch wir sind mit unserem Boot Papalangi, Himmelsdurchbrecher, heute Synonym für Fremder. Während unseres langen Zickzackkurses um die halbe Erdkugel trafen wir immer wieder Gemeinschaften, die von unserer technischen Kultur geprägt sind. Auch auf den pazifischen Inseln, die wir besuchten, hat die westliche Welt mit Flugplätzen, Handel, Schulen und Hotels Einzug gehalten und die Einwohner verändert. Hier auf Savai'i soll sich die polynesische Lebensart noch besonders intensiv erhalten haben. Die Insel Savai'i und Upolu bilden den Staat Western Samoa, der 1962 unabhängig wurde. Savai'i erstreckt sich über 1820 Quadratkilometer und wird von 41.000 Samoanern bewohnt. In Lelepa leben 19 Großfamilien. Die meist 10 bis 20 Mitglieder einer Großfamilie bewohnen 3 Häuser. Ein großes, rundes, prächtiges Empfangs- und Zeremonienhaus, das Fale Tele, ein rechteckiges Wohnhaus, das Fale O und ein sehr viel kleineres Kochhaus, das Fale U. Wir merkten sehr schnell, dass das Leben in diesem Dorf nach festen Regeln abläuft. Wir kennen diese Regeln nicht und wollen uns nicht aus Unkenntnis falsch verhalten. Vielleicht ein verborgenes Tabu brechen. Unsere Unterhaltung mit den Samoanern ist zuerst in ihrem immer wiederkehrenden Ablauf sehr beschränkt. Fa lautet das erste Wort, das uns freundlich entgegengerufen wird. Fa bedeutet auf Wiedersehen. Irritierend für uns, aber nicht so gemeint. Der zweite Satz lautet, wohin geht ihr? Und darauf haben wir meist keine Antwort, da wir zögern, dass uns Unbekannte erkunden wollen. Einen dritten Satz gab es nicht. Wir möchten in diesem Dorf nicht Eindringlinge sein, sondern als Freunde aufgenommen werden. Wie können wir erreichen, an dem Leben in den Falais teilzunehmen? Wir bemühen uns, die Regeln des Umgangs zu lernen und zu achten. Wir passen uns an. Jeder von uns trägt einen Wickelrock, Lava Lava genannt, und geht barfuß. Sonntags haben wir uns für den Kirchgang weiß gekleidet. Die Einwohner von Lelepa verhalten sich uns gegenüber distanziert. Unser Boot ankert schon 2 Wochen vor Lelepa. Ich bin eingeladen, an dem Fono, der wöchentlichen Versammlung der Matais, teilzunehmen. Der Matai ist das Haupt einer Großfamilie. Jeder Matai bringt eine Kava-Wurzel zu dem Treffen mit. Aus diesen Wurzeln wird das Kava-Getränk gebraut. Das Anbringen der Wurzel ist ein Zeichen von Rang und nur den Matais vorbehalten. Jeder Matai hält sich in seinem Haus einen Vorrat von Kava-Wurzeln. Auf den wöchentlichen Fonos werden die Geschicke des Ortes besprochen. Heute findet die Versammlung in dem Telefale des Dorfoberhauptes statt.
Nachdem 19 Matais eingetroffen sind und sich entsprechend ihrem Rang gesetzt haben, jeweils mit dem Rücken zu einem Pfosten, ein Platz ohne Pfosten ist ohne Würde, werden die Kawa-Wurzeln eingesammelt. Das Dorfoberhaupt, der Chief, spricht. Der Chief ist auf Lebzeit gewählt und ist oberster Richter im Dorf. Die Rede des Chiefs beginnt immer mit lang Vergangenem. An Gutes und Böses wird erinnert. Dann spricht der Chief über eine dem Dorf gemeinsam gehörende Plantage. Er lobt die jungen Männer des Dorfes und sagt, dass die Zahl der gepflanzten Taro-Wurzeln dem Beschluss der letzten Woche entspricht. Er tadelt den Zustand des Rasens im Dorf und fordert die Matais auf, dafür zu sorgen, dass er kürzer geschnitten wird. Als Beratungsthema dieses Tages verkündet er die Frage, ob dem Pastor ein neues Haus gebaut werden soll, wann und wo. Schließlich kommt er auf unsere Familie zu sprechen und sagt, dass eine glückliche Fügung des Geschicks unser Boot vor Lelepa hat ankern lassen. Unsere Familie hätte das Wohlwollen des Dorfes gewonnen. Die Matai werden von ihm aufgefordert, uns Gastrecht zu gewähren. Wir sollen mit der Familie von Aomoto Sasavele leben. Eine Frau in der Position eines Matais ist ein Novum dieses Dorfes. Der Sprecher des Dorfes gibt die Anordnung zur Verteilung der Kawa-Wurzeln. Bedeutsam ist, in welcher Reihenfolge die Wurzeln wem gegeben werden. Auch Größe und Form der Wurzel ist dabei wichtig. Als besondere Gäste des guten Willens bekomme ich die erste Kawa-Wurzel. Aomoto Sasavele antwortet für mich auf die Rede des Chiefs und bedankt sich für die ihm zugefallene Aufgabe, uns zu beherbergen. Er bittet um Glück und Wohlwollen für unsere Familie. Flüsternd übersetzt mir ein Mann, der außerhalb des Hauses hinter meinem Rücken kauert, die Rede. Heute Morgen trug ich ein Hemd. Er sagte mir, es sei nicht gut, mit einem Hemd im Fallet zu sitzen. Jeder in Savaii lebt in einem Familienverband. Ein Samoaner kann frei wählen, in welchem Familienverband seines Blutes er leben will. Ein Sohn muss nicht notwendigerweise bei seinem Vater leben. Gefällt es ihm bei Verwandten in einem Nachbardorf besser, kann er dorthin ziehen. Ein Matai hat nicht das Recht, auch einen nur entfernt Verwandten abzuweisen. Jeder hat hier die Sicherheit, ein Zuhause zu finden und dort ernährt zu werden. Die gesellschaftliche Struktur dieses Landes ist ganz auf diese Familienverbände abgestimmt. Der Matai hat dafür zu sorgen, dass das Leben in seiner Familie reibungslos abläuft, dass für jeden seiner Familienmitglieder ausreichend Nahrung aus der ihm gehörenden Plantage zur Verfügung steht. Der Titel des Matai ist in einem Register in der Hauptstadt Apia eingetragen und immer mit Landbesitz verbunden. Der Matai teilt seine Familie zu den anfallenden Arbeiten ein. Bei seinen Entscheidungen berät er sich in der Regel nicht mit Familienmitgliedern. Er gibt Anordnungen. Ein Widerspruch ist nicht üblich. Im Fono repräsentiert der Matai jedes seiner Familienmitglieder und hat auch für ihr Verhalten einzustehen. Ein Matai kann im Fono stellvertretend für Verwandte bestraft werden. Im Nachbardorf wurde ein Mann im Streit erschlagen.
der Matai, in dessen Familie die Tat begangen wurde, wurde im Fono vom Chief zu einer Abgabe von 50 Schweinen verurteilt. Zusätzlich wurde der Täter in Apia zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, durfte aber jedes Wochenende nach Hause fahren und behielt im Dorf sein Ansehen. Wird ein Matai alt, bestimmt er seinen Nachfolger, meist seinen ältesten Sohn. Während der Rede des Chiefs über das neue Pastorenhaus wird das Kava-Getränk vorbereitet. Früher wurden die Kava-Wurzeln zerkaut und ausgespuckt. Heute werden sie aufgeschabt und zu Pulver zermahlen. Das Pulver wird in Wasser aufgelöst. Immer übernimmt eine unverheiratete Frau, eine Taupe, hier die Tochter des Chiefs, diese Aufgabe. Zuletzt seit die Taupe übrig gebliebene Holzteile mit einem Bastknäuel aus. Die Worte zur Kava-Zubereitung werden laut gesprochen, damit das ganze Dorf mithören kann. Ua whekapai ma whisi la whai le awa whakawhaka. E pei o le upu i alfo ngā le whasa ua kele upu i mangua i kiki mala. Ua kalinga i fia whalongo le maunga o makau kia. Ia longo ia i apuloku le mapu o le kamalo le kapua inga. Ai kongi pākau le ame awale whafufonga le kua i le kaulanga wa sikia. O le sa vānganga whekalai ai i kai au paia ma le kai au mamanu. O le awa kauke ma le anga kongu o le kai au whesila sila wha. Vale la coi le ala ma le la coi le kai. O le gai ue le mamalu i o kako malo fa alo ngia. Malo vai fafu. A wa susu foi le mamalu. A wa le mamalu le kong o le fanga. Pape foi le mamalu ya ke oi. Kupu nga kausi ma le mamalu i koko fui fa. O le gai ue le sunga le li pulangu. Ai ala le kai le mamalu le ngafo soli le fa le ma makau. O lo pauanga kongu o mako suia iai le fai magalo. A vai le luka ma le pena la fasoa. A la wau si la kulai seko. Titel und Name werden beim Anreichen des Trunkes ausgerufen und mit Beisätzen versehen, wie derjenige mit der unantastbaren Würde oder derjenige, der fest im Strom der Zeit steht. Bei uns gilt das Sprichwort, Worte sind Schall und Rauch. In Samoa heißt es, Steine vergehen, das Wort aber bleibt. Bevor die mit Kava gefüllte Kokosnussschale zum Mund geführt wird, werden einige Tropfen der Kava auf den Boden verschüttet. In der vergangenen Zeit brachte jeder Matai seinen Vorgänger in Gestalt eines Knochenbündels mit und goss die ersten Kava-Tropfen über diese Knochen, sich den Segen der Vorfahren erflehend. Taolelea werden alle jungen Männer des Dorfes ohne Titel genannt. Die Taolelea bringen den Matais aus dem Frauenhaus kommend eine Erfrischung. Auf einer Matte aus Pandanusblättern liegt eine Brotfrucht und ein gebratenes Huhn. Es gilt als höflich, erheblich mehr Nahrung vorzusetzen, als man möglicherweise essen kann. Was übrig bleibt, wird zurückgetragen und im Frauenhaus verzehrt.
Die Bedienung der Taolelea ist schnell und zuvorkommend. Aber der Taolelea behält seine Würde. Bedienung hat nichts Erniedrigendes an sich, ist Ritus. Ich verlasse das Phono mit Aomoto Sasawele, dem uns vom Chief zugeteilten Gastgeber. Ich fühle mich zuversichtlich. Über Tausende von Meilen sind wir manchmal unter Gefahr und größten Anstrengungen bis nach Savai'i gesegelt. Oft plagten mich Zweifel, ob dieser Einsatz gerechtfertigt ist. Heute empfinde ich unsere Aufnahme im Dorf von Lelepa als eine weitere Bestätigung. Mit unserem eigenen Lebensraum im Hintergrund können wir hier für Wochen oder Monate bleiben und mit der Familie ist es uns geglückt, das Vertrauen des Dorfes zu gewinnen. Ein Einzelner wäre hier Eindringling. Eine Familie ist in sich selbst ruhend, unsere Ausstrahlung ausgeglichen. Aomoto hat unsere Familie zu den Kochhäusern geführt. Am Nachmittag ist ein Festessen für die Matais geplant. Tafola ist eine Speise aus Brotfrüchten. Die Brotfrucht wird erst im Feuer geröstet und dann zu einem Teig verknetet. Die Brotfrucht ist auch Stampfinstrument. 3 Holzstiele sind in die Frucht gesteckt. Nach Gebrauch wird der Stampfer gekocht. Regen ist eine willkommene Abkühlung. Da die Durchschnittstemperatur 25 Grad Celsius beträgt, trocknen die Wickelröcke, die Lavalavas, schnell. Die Taoleleas bringen die Tafola in das Phono. Ihr Jauchzen soll zeigen, dass sie sich glücklich schätzen, den Matais so reichlich Speise bringen zu dürfen. Die Taoleleas werden für keine ihrer Tätigkeiten bezahlt. Geld ist äußerst rar, Tauschhandel noch üblich. Im Wesentlichen ist jede Familie autark. Doch erwecken Produkte unserer Gesellschaft neue Wünsche. Jeder dieser Taoleleas ist ohne Beruf. Das Wort Beruf war in dieser Gesellschaft nicht sinnvoll. Ein Taolelea muss können, was das Dorfleben von ihm verlangt. Er arbeitet in der Plantage, er fischt im Riff und auf See, er baut die Häuser, besorgt das Feuerholz, legt den Erdofen an und kocht. Arbeitszeiten sind nicht festgelegt. Gegessen wird, wann es sich am jeweiligen Tag gerade ergibt. Aomoto hat unsere ganze Familie in das Faletele eingeladen. Wir sollen teilnehmen an dem Festessen. Die Tafola wird in Kokosnusscremesoße mit Seewasser auf Brotfruchtblättern serviert. Mit unseren nassen Lavalava sitzen wir mit gekreuzten Beinen und triefenden Haaren, das Tafola schlürfend, weit von unserer heimatlichen Lebenssituation entfernt.
By Lake Okafolo. That's right. Das Matai-Treffen und das Festessen liegen mehr als eine Woche zurück. Unsere Situation in Lelepa hat sich seitdem grundlegend geändert. Aumoto, unser Gastgeber, durchschreitet sein Reich. Barfuß und mit bloßem Oberkörper lässt er keinen Moment vergessen, dass er das Oberhaupt der Familie ist, dass er Matai ist. Wenn wir mit unserem Beiboot über die scharfen Korallen des Reefs gleiten, überwacht Aumoto unsere Manöver besorgt. Er sieht es nicht gerne, wenn wir nicht früh am Tag an Land kommen. Schule an Bord und Arbeiten am Boot lässt er als Entschuldigung nicht gelten. Wenn wir an Land gehen, werden wir nicht mehr gefragt, wohin geht ihr? Die Familie von Aumoto erwartet uns und hat ein Essen vorbereitet. Manchmal würde ich gerne an Bord frühstücken, mit Kaffee und Brot. Aber Gastfreundschaft in Samoa ist ausschließlich. Würden wir an Bord essen, wäre dies für Aumoto beleidigend. Wir wollen freundlich sein. Und so müssen wir einige Lebensgewohnheiten aufgeben. Frühstück bedeutet Brotfrucht mit Fisch und Kakao. An Land. Zu Beginn unseres Besuches in Lelepa tat Aumoto, als würde er kein Wort Englisch verstehen. Sein Sohn Sete übersetzte seine und unsere Sätze. Jetzt redet Aumoto mit uns Englisch. Die Barriere, das Misstrauen gegen Fremde ist gebrochen. Wir sind Freunde geworden. Sorry, Gia. Yes. Ik heb door jouw centrum. Maria hat in aller Frühe Milchreis gekocht und im Topf als Geschenk des Tages mitgebracht. Die Samoaner sind sehr großzügig. Nicht nur, dass wir zu allen Mahlzeiten eingeladen sind, wenn wir auch nur durch einen Blick erkennen lassen, dass uns etwas gefällt, sofort ist es uns geschenkt. So haben wir viele Schlafmatten aus Pandanusblättern geflochten, Muschelketten, Fächer und Lavalavas bekommen. Gegengeschenke werden für uns zum Problem, da wir nicht genug an Bord haben. Wir schenken der Familie eine Petroleumlampe, eine Wolldecke, Fotos, Taschenmesser und unsere Machete. Für ein Geschenk wird sich nicht bedankt. Man nimmt es selbstverständlich an. Mit Glasperlen kann man in der Südsee kein Wohlwollen gewinnen. Wir schenken, was uns selbst wertvoll und lieb ist. Alofa. No. Nothing. Peletika, die Frau von Aumoto, Mutter von 5 Söhnen und einer Tochter, will Marie heute ein neues Kleid nähen. Nach dem Essen sitzen Calixt, Aumoto, Peletika und Marie an der Innenseite des Falaise, jeder gegen seinen Pfosten gelehnt. Wir atmen den Frieden dieses Hauses. Ein leichter Wind umstreicht uns kühlend. Die offenen Häuser sind für ein Klima mit Tag und Nacht gleichbleibender Temperatur bestens geeignet. Aumoto lebt mit viel Zeit, aber ohne Geld. Er braucht keine Dinge, um sein Prestige zu festigen.
Freude und Gleichmut scheinen in ihm zu liegen. Er lebt nicht unter Druck. Das soziale Gefüge ist von der Überlieferung bestimmt. Noch gibt die Natur reichlich, was zum Leben notwendig ist. Aomoto hat mir heute in seiner bildlichen Sprache erklärt, seine Familie und unsere Familie seien eine Familie. Er und ich, wir seien Brüder. Mare und Peletika seien Schwestern. Wir fühlen uns zu verkrampft, um mit diesem Angebot zurechtzukommen. Unsere Gefühle sind von unserer Welt festgelegt. Wir wollen Gastfreundschaft, aber wir sind innerlich nicht bereit, Bruder und Schwester zu sagen zu unseren Gastgebern. Ich merke, dass die Samoaner grundlegend anders denken und fühlen als wir. Früher war es in Polynesien nicht ungewöhnlich, einem Gast, wenn er freundlich mit einem Baby spielte, es ihm zu schenken. Aomoto sitzt viele Stunden am Tag in seinem Haus. Er empfindet, was um ihn herum vorgeht und überlegt sich seine Anordnung. Uns gegenüber ist Aomoto sehr sanft. Er zeigt uns seine Gefühle. Wir haben eher Angst, unsere Gefühle zu zeigen. Aber allmählich greift Samoa nach unseren Seelen und verändert uns. Die Dorfgemeinschaft hilft Aomoto, uns zu ernähren. Ohne davon zu sprechen, bringen Familien aus der Nachbarschaft fertige Gerichte und stellen sie ab und gehen so unauffällig, wie sie gekommen sind. Uns bleibt keine Zeit, auch nur Danke zu sagen. Marie schreibt in ihr Tagebuch: Peletika spricht kein Englisch. Sie ersetzt Wörter durch Gebärden. Ich werde immer wieder gekämmt und gestreichelt. Diese körperlichen Kontakte machen mich nicht verlegen. Peletika lacht sehr viel. Das lockert unser Zusammensein. Ich bin ungeduldig, da ich gerne Gespräche führe, die ein Thema haben. Für mich ist es schwierig, den Tag nicht zu nützen und nur zu sitzen, ohne zu reden, ohne etwas zu tun. Ich bin dann manchmal wie entleert. Mit Peletika verbringe ich viele Stunden, ohne zu reden. Dies ist eine ganz neue Erfahrung für mich. In der Stille wächst eine Beziehung, die ich mir nicht erklären kann. Silvester, yo ko mai ni niu. Ma mai ni popo. E pa ia ka ko mai. Ya o solofa mafiki ma kamnga kalisa. Yo ko mai va fie. Ya ma o mai ni uru pa ia mo ka folo. Yo lo, va be mai. Im Hof werden die Speisen vorbereitet und gekocht. Solofa, ein Sohn von Aomoto, reibt Taro-Wurzeln auf, aus denen später Fausi bereitet wird. Solofa verrichtet den ganzen Tag schwere Arbeit, wirkt aber immer gelassen und heiter. Er liebt unsere Kinder, besonders Calixt, und hat seine Tochter auf den Namen von Marie umgetauft, um uns seine Zuneigung zu zeigen. Marie schreibt: Das Kochen wirkt männlich. Nicht nur, weil es von Solofa ausgeführt werde, sondern auch, weil es schwere Arbeit bedeutet. Wenn jemand in unserem Land kocht, wirkt er angespannt. Es ist eine Arbeit, die getan werden muss. Möglichst schnell, möglichst wirksam. Hier scheint es mir das Gegenteil zu sein. Alle Tätigkeiten werden bedachtsam ausgeführt. Zeit drängt nicht. Ich wäre ungeduldig. Hier ist Zeit nicht etwas, was man aufteilt. Mir fällt auf, wie friedlich eine so große Familie miteinander umgeht. Ich höre kein lautes Wort. Ich hatte erwartet, dass man sich gegen die Autorität von Aomoto auflehnt. Die Stimmung im Hof ist für mich stellvertretend für das Leben in Samoa. Eine Vielfalt von Personen und Tätigkeiten durchmischen sich. Überall um uns wirkt die Natur.
Wie die Baustoffe der Häuser aus der Natur kommen, kommt das Essen ohne Umwege direkt aus der Natur. In Bescheidenheit lebt man hier mit der Natur und nicht gegen sie. Das Leben ist einfach, aber Friede, Gelassenheit und Liebe untereinander sind nicht einfach. Ich bewundere dieses Leben, das für unsere Gesellschaft so unwiederbringlich verloren ist. Fono ist erwogen worden, mir als Geschenk den Matai-Titel zu geben. Aber Aomoto meinte, was ist ein Matai-Titel ohne Faletele und ohne Land? Nein, wir sollten wiederkommen, in einem anderen Jahr und hier leben. Dann würde er Land und Faletele mit mir teilen. Und ein Matai-Titel sei gerechtfertigt. Mai o ngei na vaso ele koe fapa iainga. Nei o ngaua sila fanga maiwa. Der Sprecher des Dorfes verkündet, die Matai seien gekommen, um uns als Mitglieder in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. Die Dorfbewohner seien glücklich über unseren Besuch. Die vielen Geschenke der Matai sollen das zeigen. Sie werden einzeln ausgerufen und gelobt. Ein fettes Huhn, eine gut gereifte Taro. Aomoto wird für uns antworten. Ja, ora ka umfaya ku makau. Lea se fai fuang fai. Lo kasi ngai lo ko ngalwang. O yai ka pai pai. O yai maluabak. Lo kasi ngai ka mu office. O yai ka pai pai. O yai maluabak. Lo kasi ngai lo ko kap. O yai ka pai pai. O yai maluabak. Lo kasi ngai fa moe. Wa, o yai ka pai pai. O yai maluabak. Lo fai por banganga. Kaleng mau lo po fa sa. Pa ia la vale a waeng fa sa sa no malo ngo fo soli lo ku fa le vama. O ele makau. Wanga ole som pa ia ele masam fa nga kau, pal fa malo ka wave iai. Nga malo ngo fo soli in. Le o nga ia ke o ko. E pa ia ai ala fa la lo fa ule la ka i malo ngo fo soli. Wanga fa lo longa mau ke fa ku sa ku fa fa. Ya, ai ko la le ole ai e ku makau. Le ai ole ase fa fu o mako mau. Le malu le ole fa le iba. Ya ada malia mo. Ya o a kai ko inu ma ko leo. Ya pa. Ka nga ya lo pangia le ku ya. As ka ngai mal mala mai malu le mala nga ba sia magi. Ai o ki kau ka lai le ke o male va lo.
Keu pa kupu pole keu pa kamari. Ola li kaya pole ama kaya ngamali umayay. Mafio mayay nga fa sa nga malul nga fonsolin fale nga mole makau. Ola au kau kalayay. E lua se lau kalo. 5-10 kal pai. 2-10 afi. Wayay malvay lolo. Patukai fa lolo, patukai keu. Lue, vai. Aka. Tak mangiti na buko. Wag. Tapi kege. Kol. Kenapa? Lue. Con. Dạy đâu luôn. Alo dạy. Wir wissen, dass wir nur noch 3 Wochen in Lelepa bleiben können. Anfang November beginnt die Hurricane Season und unser Ankerplatz ist nicht geeignet, einen Hurricane zu überstehen. Als Fremde sind wir in Lelepa angekommen. In einer Familie wurden wir als Gäste aufgenommen. Jetzt sind wir Mitglieder im Dorf. Well, here we are again. I hope you enjoyed that video before. Obviously they were in Alaska and now they're in Samoa. Pretty big distances in between those two places, but as Joachim said, somewhere they went through French Polynesia and Tahiti and places, but didn't film anything. So now in Samoa, pretty nice place. Very interesting for me to see this Pacific Island stuff because it's where I want to sail in the next few years. Pretty nice to also see the kids have grown up now. It's been a couple of years since they left France, so they're all a bit older and more active and know their places and their jobs on the boat. Joachim's filming is obviously on point. It's amazing that he managed to film all of this stuff by himself and look after the boat and whatnot. Pretty amazing. Your donations that are still rolling in are very much welcomed. Joachim is overwhelmed, actually. Doesn't know really what to say, but it is helping him out and he will be able to finish his trip to Thailand. It's more about COVID now that he can get crew to help him out to sail his boat to Thailand to finish his circumnavigation. So thanks again for those donations. Amazing. The generosity you guys are showing is just incredible. Another thing you could do to really help these videos out is share them with your friends. These sort of long form documentary style of videos don't get shared that well by YouTube algorithm. So it would make a big difference if you shared them with friends and family, colleagues at work, just people you think might enjoy these. That would really help us out here. We will see you again next Sunday, 7 p.m. European time. Till then, bye-bye. Take care.